Hi ihr Lieben, lang ist's her. Ich wollte ehrlicherweise nie so eine lange Pause machen, aber dieser Winter war für mich persönlich echt hart. Mit 2 kleinen Kindern im Kita-Alter nimmt man so alle Krankheiten mit, die es so gibt, und die waren sehr, sehr ausführlich in diesem Jahr. Deswegen, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich hoffe, ihr freut euch auch ein kleines bisschen. Und in diesem Video, quasi um wieder reinzukommen, wollen wir einmal über die Änderungen sprechen, die sich steuerlich im Jahr 2025 ergeben. Und da gibt es auch viele Kleinigkeiten, vor allem in erster Linie Kleinigkeiten, die sich verändert haben. Ich habe mir 7 Dinge rausgegriffen, die du als Selbstständiger kennen solltest, die sich jetzt im Jahr 2025 geändert haben. Vielleicht vorweggeschoben, es gibt vor allem 2 große wichtige Änderungen, zu denen ich auch schon separate Videos auf diesem Kanal veröffentlicht habe. Und ansonsten muss man ehrlicherweise sagen, wir haben aktuell eine nicht wirklich gut funktionierende Regierung, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Und deswegen gibt es natürlich kein großes Jahressteuergesetz, wo jetzt fundamentale Änderungen beschlossen worden sind. Aber es gibt doch ein paar Dinge, die du auf jeden Fall kennen solltest. Und zwar möchte ich erstens über die Frist zur Abgabe der Steuererklärung sprechen. Bis zu letztem Jahr war das immer noch so, dass die Fristen verschoben waren. Das heißt, wir hatten noch aufgrund von Corona tatsächlich Fristverlängerungen für die Abgabe der Steuererklärung. Für Selbstständige bedeutet das die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und gegebenenfalls die Gewerbesteuer, wenn man nicht freiberuflich ist. Das heißt, du hattest für diese 2 bzw. 3 Steuererklärungen mehr Zeit. Und dieses mehr Zeit ist jetzt vorbei. Das heißt, jetzt musst du deine Steuererklärung für 2024 bis zum 31. Juli 2025 abgeben. Das heißt, du hast unterm Strich 7 Monate Zeit für deine Steuererklärung. Das ist auch der Normalzustand. Das heißt, wir haben jetzt wieder das normale Level erreicht. Wenn du einen Steuerberater hast, dann hast du allerdings noch mehr Zeit. Dann musst du die Steuererklärung 2024 nämlich erst bis zum 30. April 2026 abgeben. Das heißt, Steuerberater haben eine verlängerte Frist. Das ist auch normal, aber der 30.04.2026 ist auch noch einmal verlängert als der Normalzustand. Nur damit du dich nicht wunderst, warum der Steuerberater unter Umständen noch gar nichts gemacht hat oder im Juli noch nichts gemacht hat. Der hat tatsächlich ein bisschen länger Zeit. Und wenn du mehr Zeit brauchst für deine Unterlagen, dann such dir vielleicht einen Steuerberater, dann gilt für dich nämlich gleich die längere Frist. Die zweite Änderung ist eine Änderung, die gibt es ehrlicherweise jedes Jahr. Und zwar ist es die Anhebung des Grundfreibetrags. Der Grundfreibetrag ist der Betrag an Einkommen, den du steuerfrei verdienen darfst, bis du Einkommensteuer zahlen musst. Das heißt, der Grundfreibetrag bezieht sich nicht auf die Umsatzsteuer und nicht auf die Gewerbesteuer, sondern auf die Einkommensteuer. Und in der Einkommensteuer rechnest du all deine Einkünfte zusammen, Selbstständigkeit, Angestelltenverhältnis und so weiter. Und wenn du denn da im Grundfreibetrag liegst, musst du keine Einkommensteuer zahlen. Und dieser Grundfreibetrag wurde rückwirkend zum 01.01.2024 angehoben, und zwar auf 11.784 Euro. Und im Jahr 2025 liegt dieser Grundfreibetrag bei 12.096 Euro. Das heißt, ganz grob kann man sagen, du kannst 1.000 Euro im Monat verdienen, bis Einkommensteuer anfällt. Der dritte Punkt bezieht sich auf die Kinderbetreuungskosten. Wenn du Kinder hast und diese Kinder betreuen lässt, dann entstehen dir dadurch unter Umständen Kosten. Das können übrigens auch Kosten sein, wenn du zum Beispiel deinen Eltern oder anderen Verwandten das Spritgeld bezahlst, wenn sie zu dir kommen, um die Kinder zu babysitten. Das sind auch Kinderbetreuungskosten, die du von der Steuer absetzen kannst. Und bei diesen Kinderbetreuungskosten ist ein Betrag von 6.000 Euro steuerlich gefördert. Steuerlich gefördert heißt aber nicht, dass du die 1:1 in deiner Steuererklärung anrechnen kannst, sondern tatsächlich ansetzen kannst du oder konntest du nur 2/3. Das heißt, 6.000 Euro sind gefördert, aber tatsächlich in der Einkommensteuererklärung angesetzt werden dann nur 2/3, also 4.000 Euro. Und jetzt wurde im Jahr 2025 nicht die 6.000 Euro angepasst, aber diese 2/3. Das heißt, jetzt kannst du 80% von den 6.000 Euro in der Steuererklärung ansetzen. Das bedeutet, der ansetzbare Betrag erhöht sich von 4.000 Euro auf 4.800 Euro. Der nächste Punkt ist eine fundamentale Veränderung. Und zwar eine Veränderung, da findest du schon eine ganze Reihe an Videos auf diesem YouTube-Kanal. Ich verlinke dir eins mal oben rechts. Und zwar geht es um den Beginn der Einführung der E-Rechnungspflicht. In der Vergangenheit konntest du Rechnungen per Papier oder einfach per E-Mail mit PDF-Anhang verschicken, und das soll sich in Zukunft ändern. In Zukunft musst du deine Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format versenden. Das heißt, du musst das Format
Zugpferd oder X-Rechnung verwenden. Das ganze Thema würde hier vollkommen den Rahmen sprengen. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass es in Zukunft nicht mehr egal ist, wie du deine Rechnung ausstellst. Das, was draufstehen soll, ist sowieso schon lange gesetzlich geregelt, aber welches Format diese Rechnung haben soll, das ist jetzt tatsächlich auch neu gesetzlich geregelt. Da gibt es aber große Übergangsfristen. Das heißt, jetzt gerade musst du nur in der Lage sein, solche E-Rechnungen zu empfangen und natürlich entsprechend zu lesen. Das heißt, du brauchst jetzt erstmal eine E-Mail-Adresse und eine Möglichkeit, diese E-Rechnung zu lesen. Bei Zugpferdrechnung ist das kein Problem. Bei X-Rechnung ist es ein bisschen komplizierter, weil X-Rechnungen ein XML-Format sind. Das heißt, da brauchst du so einen Visualisierer. Da gibt es aber tatsächlich auch kostenlose, die verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung und verlinke dir auch einmal ein Video, wo ich genau erkläre, wie du das Ganze eigentlich benutzen kannst. E-Rechnungen ausstellen musst du dann tatsächlich erst ab 2027 bzw. 2028, je nachdem, wie viel Umsatz du machst. Und es gibt auch noch eine zweite, ganz grundlegende Veränderung. Und diese zweite, ganz grundlegende Veränderung betrifft die Kleinunternehmerregelung. Auch zum Thema neue Kleinunternehmerregelung habe ich schon ein Video veröffentlicht. Das verlinke ich dir auch einmal oben rechts. Und zwar haben sich da die Umsatzgrenzen erhöht. In der Vergangenheit konntest du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, wenn du im Vorjahr unter 22.000 € Umsatz gemacht hast und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 € Umsatz bleibst. Der tatsächliche Umsatz hat bei der Kleinunternehmerregelung, zumindest im laufenden Jahr, nie eine Rolle gespielt. Und diese Grenzen und auch die Systematik wurden jetzt angehoben. Und die neuen Grenzen lauten jetzt 25.000 € im Vorjahr und im laufenden Jahr 100.000 €. Allerdings auch fest 100.000 €. Das heißt, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen hast, im Vorjahr unter 25.000 € Umsatz gemacht hast, dann kannst du in diesem Jahr bis zu 100.000 € Umsatz machen, ohne dass du Umsatzsteuer ausweisen musst. Denn das ist der Vorteil der Kleinunternehmerregelung. Und mit dem Umsatz, mit dem du dann über diese 100.000 € quasi drüber kommst, mit dem wirst du dann umsatzsteuerpflichtig. Das kann im Januar der Fall sein, im Juni oder auch erst im Dezember oder auch gar nicht. Und jedes Jahr im Januar schaust du dir dann wieder den Vorjahresumsatz an und wenn du dann da unter 25.000 € warst, dann kannst du weiterhin die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Wenn du dann über 25.000 € warst, dann halt nicht mehr und dann musst du Umsatzsteuer ausweisen. Aber diese ganze Mechanik, die ist neu und die Grenzen, die wurden auch durchaus erheblich angehoben. Und dann gibt es noch zwei Punkte, die würde ich jetzt nicht wirklich als Steuererleichterung bezeichnen, aber als Bürokratieerleichterung. Und zwar musst du deine Buchhaltungsunterlagen, also deine Rechnungen, Kontoauszüge, Steuererklärung und so weiter, 10 Jahre aufbewahren. Beziehungsweise musstest du 10 Jahre aufbewahren. Diese Grenze wurde jetzt abgesenkt auf 8 Jahre. Das heißt, jetzt kannst du nach 8 Jahren deine Buchhaltungsunterlagen voller Hingabe in den Mülleimer werfen. Kleiner Hinweis übrigens an dieser Stelle, weil der Fehler wird echt häufig gemacht und ich habe den auch schon häufig bei Steuerkanzleien gesehen. Die Verjährungsfrist, also die Aufbewahrungsfrist, läuft nicht sofort, sondern die beginnt erst mit Ablauf des Jahres, in dem dieser Beleg entstanden ist. Klingt wahnsinnig kompliziert. Was bedeutet das? Wenn du eine Rechnung im Februar 2025 schreibst, plus 8 Jahre ist Februar 2033. Dann darfst du sie nicht im März 2033 vernichten, weil diese 8 Jahre beginnen nicht sofort, sondern erst mit Ablauf des Jahres, in dem dieses Dokument entstanden ist. Das heißt, die Frist beginnt erst zu laufen, obwohl du die Rechnung im Februar 2025 gestellt hast, im Januar 2026. Und dann rechnest du plus 8 Jahre. Das heißt, die Rechnung aus dem Februar 2025 und alle Belege aus dem Jahr 2025 darfst du im Januar 2034 vernichten. Auf der sicheren Seite bist du ehrlicherweise, wenn du das Ganze einfach ein Jahr länger, also 9 Jahre aufbewahrst. Und dann gibt es noch einen letzten Punkt, der sich auf die Frequenz der Umsatzsteuervoranmeldungen bezieht. Und zwar musst du, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, regelmäßig Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Und das musst du monatlich oder quartalsweise machen. Und wenn du unter bestimmten Umsatzsteuerbeträgen bist, reicht sogar eine Umsatzsteuererklärung einmal pro Jahr. Und diese Frequenz richtet sich nach dem Umsatzsteuerbetrag, den du im letzten Jahr gezahlt hast. Und in der Vergangenheit war das so, wenn du unter 1.000 € Umsatzsteuer im Vorjahr gezahlt hast, dann reicht eine einmalige Umsatzsteuerjahreserklärung. Das heißt, einmal im Jahr musstest du etwas machen. Wenn du im Vorjahr zwischen 1.000 und 7.500 € Umsatzsteuer gezahlt hast, dann musstest du eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und wenn du über 7.500 € Umsatzsteuer im letzten Kalenderjahr gezahlt hast, dann musstest du eine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Und diese Grenzen wurden jetzt nach oben geschoben. Das heißt, im Jahr 2025 reicht eine jährliche Umsatzsteuererklärung, wenn du im Vorjahr, also im Jahr 2024, unter 2.000 € Umsatzsteuer gezahlt hast. Wenn du zwischen 2.000 und 9.000 € Umsatzsteuer gezahlt hast, im Jahr 2024 reicht eine quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldung. Und wenn du über 9.000 € Umsatzsteuer gezahlt hast, dann musst du weiterhin eine
monatliche Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir einen guten Überblick über die Änderungen geben. Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein auf diesem Kanal. Und da das so das erste richtige Video in diesem Jahr ist, lass mich mal in den Kommentaren wissen, welche thematischen Schwerpunkte du dir für dieses Jahr auf diesem Kanal wünschst. Und wenn du jetzt zum Jahresanfang schöne Tools brauchst, ein Buchhaltungsprogramm, ein Steuerprogramm, ein Bankkonto, einen Steuerberater, dann findest du alle meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Und du könntest jetzt auch einfach ein weiteres Video anschauen, zum Beispiel das oder das. Oder du abonnierst einfach den Kanal, dann verpasst du auch keine zukünftigen Videos.